Der T459 von Carrado, Modelljahr 2022. Brandneu ist er. Er steht auf Fiat Ducato 8 und ja, es ist ein echter Hingucker. Silbernes Fahrerhaus hier mit dabei. Das Ganze trotz Fiat Ducato 8 hier mit eigenem Kühlergrill versehen und dem Carrado-Logo. Ja, das Ganze ist wirklich immer das Thema Preis-Leistung. Wir haben hier einen ganz besonderen Grundriss. Wir haben ein 4-Personen-Fahrzeug. Details werde ich euch noch dabei schreiben, aber es hat ein Hubbett mit dabei. Es hat ein Mittelbett und das ist natürlich ganz besonders toll für Leute, die nicht Lust haben zu klettern. Denn immer rauf und runter, abends vielleicht mal auf Toilette und so weiter, das gibt beim Mittelbett natürlich wie zu Hause. Und der T459 erfüllt also alles. Man kann sich vereinzeln, also die Personen können einzeln schlafen. Ich habe eine große Heckgarage für bis zu 3 Fahrrädern, die ich hier reinbringe. Allerdings bin ich von der Höhe beschränkt. Also das Maximale, was ich hier bei der Heckgarage einladen kann, ist hier diese Höhe. Das bedeutet, ich denke da eher an Klappräder, die man also dann mitnimmt und einfach zusammenfalten kann. Machen ja auch viele. Oder alternativ geht natürlich auch der Heckträger. Das kann ich euch mal zeigen. Montiert bei einem Fahrzeug. Es gibt also die Möglichkeit, an den richtigen Punkten einen solchen Heckträger anzubringen. Das sollte man aber natürlich dem Fachmann überlassen, denn solche Heckträger dürfen nur an ganz speziellen Punkten dann am Fahrzeug festgemacht werden. Unter anderem ist ja hier oben diese Reling ist schon vorgesehen. Da gibt es spezielle Heckträger, am besten fragen. Hier sieht man auch, also das ist direkt in der Karosserie verschraubt, kommt also hier innen nicht raus. Da gibt es spezielle Punkte, wo die angebracht werden. Macht euch das schlau. Also wenn ihr dann noch mehr Stauraum braucht, kann man auch den Heckträger verwenden mit einer Box. Das machen auch relativ viele. Und da kann ich dann auch Sachen mitnehmen. Sattanlage ist drauf, eine große Markise ist hier montiert. Also ein vollwertiges Reisemobil, aber der Innenraum, das ist natürlich wieder Geschmackssache, wie alles im Leben. Hier habe ich ein Fenster mit dabei, also Aufbautür mit Fenster. Habe also auch schon hier eine recht luxuriöse Ausstattung mit drin. Das unterscheidet auch das Fahrzeug nochmal von den anderen Modellen. Und das Hubbett oben, was man sieht. Großer Spiegel auf der Seite. Das heißt, ich kann mich hier komplett sehen. Habe die Luftausströmer direkt hier vorne. Fliegengitter natürlich, dass wenn ich rausgehe, ich die Moskitos raushalten kann. Und den Schuhschrank auf der Seite. Hier, ja, ganz wichtig, Face-to-Face-Sitzgruppe. Das ist die Einstiegsstufe. Ich bin also hier schon leicht erhöht, deswegen die Stufe mit dabei. Und habe hier eine Face-to-Face-Sitzgruppe, die sehr beliebt ist. Also Leute wollen sich quasi wie im Restaurant gegenüber sitzen. Der Tisch, der kann halbiert werden. Das ist hier mit dabei. Auch hier sieht man die Luftausströmer unten. Die sind wieder mal direkt auf den Fußraum gerichtet. Das sollte dafür sorgen, dass man also immer schön warme Füße hat in dem Bereich, wo man das Ganze braucht. Hier habe ich die Captain Chair, die kann ich drehen, muss ich aber nicht. Die kann ich also einfach so lassen und setze mich hin und trinke also entweder mein Käffchen hier oder kann also direkt meinem Gegenüber dann in die Augen schauen, kann diesen Tisch problemlos erweitern. Der wird hier an der Seite rausgezogen und hat dann hier nochmal Füße mit drin. Da wird man sich jetzt fragen, ja, wozu sind denn diese Füße? Ganz einfach, ich kann diesen ganzen Tisch ablassen und kann aus dem Tisch ein Bett bauen. Und wenn ich das mache, dann habe ich auf der Seite die Unterstützung durch die Füße, die tragen dann das ganze Bett, denn dieser Tisch ist komplett höhenverstellbar. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Unter diesen Sitzpolstern auf der linken und rechten Seite, da findet man dann auch die Gurte. Das heißt, die sind hier mit dabei. Das ist der Gurtbock. Hier sind die Gurte mit drin. Das heißt, wenn ich mit mehreren Personen fahre, was denn kommt, dann kann ich aus dieser Sitzbank dann einen richtigen Sitz in Fahrtrichtung umbauen. Das gleiche gilt auch hier und damit man sich das vorstellen kann, wo geht es denn hin mit den Füßen? Die Füße kommen in einen Kasten rein, der ist hier unten drunter. Also da gibt es dann jeweils eine Öffnung mit drin.
Das haben wir schon in diversen Videos gezeigt, aber meistens werden ja diese Fahrzeuge nur von 2 Personen dann letztendlich benutzt, die zum Beispiel getrennt schlafen möchten. Oder ein kleines Kind ist mit dabei. So, Hubbett. Großes Maß, 1,60 Meter auf 2 Meter. Wobei sich das im Fußbereich dann nochmal verjüngt. Das sieht man hier. Und trotzdem habe ich Komfort, Tellerroste mit drin. Und ein Rausfahrschutz. Da sieht man also hier, das ist das Gitter, was oben eingehangen werden kann. Das ist denn da mit drin. So, fahren wir es mal hoch. Auch das hier mit einem Finger kann es hochgeschoben werden. Und man zieht also die Federn, da sind so Gasdruckfedern mit drin, die zieht man einfach mit runter. Hört also sehr schön, wie die Gasdruckfedern dann rein rausgehen. Drunter ist das Licht montiert und die Staukästen. Die sind hier. Das Ganze übrigens ist auch selbsteinziehend. Jetzt ist es sehr kalt in dem Fahrzeug. Dauert ein bisschen, sollte aber funktionieren. Tut's auch. Klack. Sehr schön. Das ist die Haltung fürs Hubbett. Da sieht man also hier, mit das Ganze einrastet. Und hier hat man dann nochmal Küchenblocks, so eine kleine L-Form mit dabei, die natürlich von der Größe her der Schränke oben drüber geschuldet ist dem Hubbett. Das sieht man hier, das geht jetzt hier vorbei. Deswegen hat man ja oben jetzt noch einen kleinen Schrank, aber man sollte ja beim Campen sich wirklich viele Gedanken machen, was nehme ich denn überhaupt noch mit? Weniger ist da doch deutlich mehr. So, Piezo-Zündung, 3 Flammen Kochfeld mit dabei. Sieht man auch die Maße, 22 cm kann der mittlere Kochtopf sein. Auf den Seiten jeweils. Und hier habe ich meine Spüle mit dabei, die ich hier benutzen kann, auch mit warmem Wasser. Da oben kommt also warm und kalt raus. Und hier oben meine Multifunktionsreling, wo es auch Zubehörsachen gibt. Also nicht nur diese kleinen Halter für Handtücher, sondern auch Gewürzregale und so weiter, die man reinmachen kann. Also da am besten mal nachfragen. Hier unten habe ich meine Steckdosen 12 und 230 Volt, wo ich also Verbraucher jeweils anschließen kann. Und meine Gasabsperrventile, die ich dann schließen kann während der Fahrt oder zu Revisionszwecken. Schublade mit dabei, auch hier. Und ein großer Schrank mit Mülleimer und Frostwächter. Ja, auch hier Frischwasservolumen um die 100 Liter und ca. 80 Liter Abwasser mit drin. Kühlschrank mit extra Gefrierfach und einem fast Haushaltskühlschrankgröße unten drunter. Also doch schon für die etwas größere Familie hier üblicherweise die Sattanlage, die ich rausziehen kann und dann vom Hubbett aus prima Fernseh gucken kann von Karatec. So, das Bett, französisches Bett, das ist natürlich, ich habe es eben schon kurz erwähnt, wie zu Hause. Ich kann ums Bett drumherum gehen, das zeige ich euch mal gerade. Also hier habe ich jeweils die Möglichkeit, richtig ums Bett herumzugehen, habe auf beiden Seiten jeweils einen Kleiderschrank. Bin ja hier auf einer sehr kompakten Breite. 2,30 Meter, Schrank ist beleuchtet. Hier oben habe ich dann nochmal so Gummis als Überzug, dass es auch ja nicht klappert. Unten noch ein Schrank für Wäsche, kann aber auch hier natürlich auch längere Sachen reinmachen. Der Boden, der lässt sich dann auch entnehmen. Und habe hier mein großes Bett, was ich nochmal erweitern kann. Das funktioniert so, dass man daran zieht, an der Matratze, legt diesen Keil hinten rein, den gibt es also als Erweiterungskeil für längere Personen und habe dann die Länge nochmal um ca. 15 cm verlängert. Hier sind also nochmal Zusatzkissen mit dabei, die dienen, damit ich, das haben wir eben gesehen, aus der Face-to-Face-Sitzgruppe dann ein Bett bauen kann. Das ist hier vorne mit dabei. Ja, oben drüber Schränke. Da mache ich mal gerne einen auf für euch. Und jede Menge Stauraum noch an versteckten Stellen. An den Lampen ist auch jeweils ein USB-Anschluss dabei. Das Ganze auch hier wieder selbst einziehend.
Und hier nochmal jeweils Service bzw. Stauflachklappen. Hier ist jetzt ein Wassertank mit dabei. Da komme ich auch gut ran. 2 Fenster auf jeder Seite und was ganz toll ist natürlich, andere Seite nochmal das gleiche, also an Schränken eine feste Tür, die ich also einfach zumachen kann, habe dann meinen kompletten Schlafraum abgetrennt. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück. Zeige ich euch das mal gerade. Also das ist jetzt ein komplett geschlossener Schlafraum. Das ist vielen auch ganz angenehm. Es gibt ja Leute, die haben etwas unruhigeren Schlaf. Da kann ich mich dann vereinzeln und zusätzlich kann ich aus der Toilette dann nochmal mein Raumbad machen, indem ich also hier diese Tür schließe. Habe dann vom Bett aus linke Seite die Toilette und rechte Seite meine Dusche, die echt für große Personen, also bis 1,95 Meter kann man hier duschen. Das geht und zur Not kann man ja auch das Rost nochmal rausnehmen. Das hat übrigens 2 Abläufe. Hat den Vorteil, wenn ich auch mal schräg stehe, dass das Wasser immer abläuft. Hier oben noch ein Handtuchhalter mit dabei. Ich habe hier eine feste Duschabtrennung, also keinen Vorhang oder sowas mit dabei. Das ist da und hier ein Badezimmerschrank mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächern. Und großem Spiegel. Hier vorne sind nochmal Handtuchhalter mit dabei. Waschbecken, ein Schränkchen nochmal drunter und viel Platz jetzt natürlich auf der Toilette, weil, wie ich ja eben gelernt habe, kann man hier diese Tür ja einfach schließen und hat dann hier sein Raumbad komplett geschlossen. Und das Ganze ist dann also quasi ein 3-Raum-Konzept in einem Wohnmobil und ja, das kommt schon wirklich sehr gut an. Also klein, aber fein, aber jeder hat seinen eigenen Raum, bei dem derjenige sich dann auch duschen, sich fertig machen kann und der andere, der kann noch mal ein bisschen länger schlafen, was gerade die Mami natürlich sehr lieben wird, wenn sie mal vorne die Kinder mal, na, ihr kennt das ja. Nichts gegen Kinder, aber sagen wir, der Urlaub soll ja auch für die Mami da sein. Das ist da. Die konnten hier schlafen. Vielleicht mit dem Kleinen mit dabei. Gut, dann ist ja wieder kein Urlaub mehr. Der Papa kümmert sich um alle Kinder. So, haben wir jetzt hier festgelegt. Und der schläft dann, weil die Mami so viel Ruhe braucht, denn hier unten. Und die Kinder schlafen oben im Hubbett mit Rausfallschutz, dass auch ja nichts passieren kann. Gucken abends dann über den Fernseher, der hier oben ist, dann noch ein bisschen Netflix. Ja, toller Grundriss. Wir sind in einem Edition 15 von Carrado, 15 Jahre Carrado, das Ganze made in Germany von der Hümer-Gruppe, ein ja kostengünstiges Wohnmobil mit hoher Verarbeitungsqualität, made in Germany, steht hier im Freistaat in Sulzemoos zum Anschauen. Hier vorne sieht man auch nochmal das Thema Fahrerhaus, da habe ich es ja schon erwähnt, Fiat Ducato 8, das neue Ducato 8 Fahrerhaus mit 6-Gang Schaltgetriebe, auf Wunsch natürlich auch mit Automatik und hier ein Verdunklungssystem von Remy. Das habe ich schon das öfter mal gezeigt, dass man also binnen von wenigen Augenblicken dann komplett hier vorne aktivieren kann also keiner mehr reingucken. Ansonsten habe ich natürlich Fliegengitter und eine Verdunklung immer von unten nach oben, dass ich es so halb aufstehen lassen kann. Dann kann zumindest mal keiner reingucken zu sehr. Und das Ganze kann ich dann noch verbinden mit einem Fliegengitter und das dann auch zusammen benutzen. So, also Face-to-Face. Hier vorne sieht man es also nochmal. Das ist hier mit einem Klettverschluss dran und da drunter befindet sich dann die Klappe, wo die Füße reinkommen und der Gurtbock hier auf der Seite. Üblicherweise wird das denn nicht umgebaut. Also ein ganz tolles 2-Personen-Fahrzeug mit wirklich viel Raum und 3 Räumen
bei dem auch jeder mal so ein bisschen seine Ruhe hat. Kann ja sein, der eine macht mal Handarbeiten, der andere möchte Fernseh gucken oder lesen. Das ist hier auf jeden Fall gewährleistet. Ja, Länge. Der T459 schreibe ich in die Beschreibung mit rein. Alle technischen Daten bekommt ihr dann nochmal nebst dem Preis. Wir sind beim Freistaat in Sulzemoos. Da erfahrt ihr dann nochmal die Größe von der Heckgarage. Wir gehen mal ganz kurz drum rum, dann zeige ich euch nochmal die andere Seite, denn ein silbernes Fahrerhaus macht natürlich auch einiges daher. Hier sieht man dann noch einmal die Heizungsöffnung. Das heißt, hier ist Ansaugung und Frischluftansaugung und Abluft mit drin von der Heizung. Und hier hat man die Entleerung der Kassettentoilette. Das ist der Frischwassertank, der Eingang. Und hier nochmal die Heckgarage, die natürlich nicht ganz so hoch ist. Das sieht man also hier ganz gut bei einem Schwestermodell mit Längsbetten. Aber dafür habe ich natürlich die beiden Schränke mehr. Habe das Bett, bei dem ich drum rumlaufen kann. Also für mich ein sehr überzeugender Grundriss. Ja, danke fürs Einschalten. Denkt bitte an das Abonnement. Ganz wichtig. Prüft das mal, weil ganz viele haben mir geschrieben, ach, bei den Gewinnspielen, habe gar nicht gewusst. Ich dachte, ich hätte dich abonniert, haben sie aber nicht. Also drückt bitte auf Abonnement. Darum bitte ich euch. Damit macht ihr uns einen großen Gefallen, denn wir haben zwar fast 10 Millionen Zuschauer in 90 Tagen, aber leider nur knapp über 200.000 Abonnenten. Abonniert, denn das ist so ein Teil, so der Gradmesser hilft uns ungemein, ja. Und denkt auch, wir haben German Television Plus, ein neuer Kanal auf YouTube speziell für E-Bikes. Jetzt gleich wieder mal ein doch sehr kompaktes Modell von Carrado. Zeigen wir euch gleich im nächsten Film, der T338 Edition 15. Tschüss!